Heute wird es ein sehr kurzes Video, denn diesen Griff hatte ich erst neulich schon. Das ist von TXQ, dieser goldene Griff. Der hat im Original irgend so eine kryptische Nummer, die da steht. Also das ist so ein nichtssagendes Ding. Ich nenne ihn einfach den goldenen Griff. Wundert mich selber, dass ich ihn direkt wieder hier habe, denn das letzte Video ist einfach, ja, beste Werbung für diesen Griff gewesen. Da hatte jemand diesen Griff auch und wollte ihn installiert haben. Zack, so schnell kann es gehen. Einfach zu mir geschickt, ich installiere den Griff und fertig sind wir. Hier war die Konfiguration ein bisschen komplizierter. Wir haben zu den Helden und den deutschen Sprüchen und so weiter haben wir dann noch ein bisschen mit Grayscale-Fonts gearbeitet. Da können wir auch mal gucken. So, wen haben wir denn hier eigentlich? Müsste irgendwie Yoda sein oder so. Ist ja auch egal. Ach ja, ich habe hier, die Madenschrauben waren nicht dabei, aber die habe ich hinzugefügt. Und zwar nicht nur irgendwelche Madenschrauben. Ich habe mir vor Jahren mal, wirklich vor Jahren, vier Jahre oder sowas, Madenschrauben aus Messing gekauft. Und die passen doch perfekt. Farblich. Wunderbar. Hat sich doch gelohnt. So, jetzt scrollen wir da direkt mal hin. So, nach Ahsoka, das ist der hier, haben wir Endure, Galvanic und Plasma Kyber von Grayscale. So. Die hören sich nochmal deutlich anders an. Auch nochmal zur Erinnerung, wir haben hier einen 24 mm Speaker, aber einen satten Ton. Wirklich cool. So. Das ist der. Select Preset. Galvanic, genau. Da finde ich den Blaster mega. Hat ein bisschen was von der Lavalampe, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen. Aber auch mal halt was komplett anderes. Und das ist das Schöne an den ganzen Griffen. Es sind nicht nur die verschiedenen Griffe, es sind ja auch die verschiedenen Geschmäcker, was Fonts angeht. Wenn jetzt jemand nur die Helden will, habe ich alle durch. Ne? Aber wenn jetzt jemand von Grayscale Fonts oder sonst wo irgendwelche extravaganten Fonts und Styles halt installiert haben will, bringt mich das auch nochmal weiter und ich sehe auch nochmal, was es alles draußen gibt. Was ich aber nicht ralle, und vielleicht ist da jemand da draußen, der mir das sagen kann, die Grayscale Styles, die sind so groß, die explodieren einfach, also der Speicher auf dem Profi reicht einfach nicht aus. Ich habe jetzt hier 3 von denen drauf gekriegt, mehr ging einfach nicht. Während die anderen Styles, die ich von FAT263 praktisch kreiert habe, kein Problem, 30, 40 Stück, überhaupt kein Ding. Aber von den Johnnies, obwohl sie jetzt auch nur, was die Zeichenanzahl gar nicht mal viel mehr sind, das sind irgendwie 6.000 bis 8.000, so viele Zeichen haben auch die von FAT263, wenn ich sie erstelle. Trotzdem nehmen die deutlich mehr Speicherplatz ein und ich habe keine Ahnung warum. Bisschen schade. So, jetzt gucken wir uns aber noch Metamorphose. Kyber Crystal an. Kyber Plasma, so. Ist auch so ein Rot-Weiß-Mix hier. Auch sehr cool. Ja. Vor allem hier, wie das Ding halt runterfährt. Das macht schon Spaß. Ja, und dann geht es wieder. Ich will nicht sagen langweilig, aber ich liebe Obi-Wan und die anderen Helden alle. Um Gottes Willen. Will ich hier. Nein, ich wollte ihn wieder muted starten. So geht's aber nicht. Hast du jemals von der Tragödie von Darth? So geht's. Einmal kurz, einmal lang und loslassen. Ja, die Installation wieder war toll, weil das Chassis muss ich jetzt nicht nochmal designen. Das ist ja das Schöne daran. Also ehe ich so ein Design habe, ich verlange dafür ja immer 20 €, wenn ich ein Design mache. Selbst wenn ich das noch nicht hatte. Die Dauer, so ein Chassis zu designen, das sind, keine Ahnung, gern mal 4-5 Stunden am PC, je nachdem wie kompliziert das ist. Die Testdrucke kommen da hinzu, dann der finale Druck. Das Ganze für 20 € ist immer total wenig Geld im Grunde. Aber der Benefit, den ich dann halt habe, ist, wenn jemand kommt und diesen Griff auch haben möchte, dann muss ich im Grunde nur noch auf Print drücken.
sind dann halt auch wieder 20 Euro für denjenigen. Aber im Grunde ist das so ein solidarisches Paket. Jeder beteiligt sich so ein bisschen an diesem Aufwand dran. Es ist nicht so, dass jetzt 20 Leute da die genau dieses Chassis haben wollen. So ist es nicht, dass das der totale Reibach wäre und ein Esel, der Gold produzieren kann. Aber so kann ich die Kosten so ein bisschen verteilen und nehme mir dann auch am Ende den Druck, wenn jetzt ein Auftrag kommt, dessen Chassis ich schon habe, dann geht das Ganze sehr viel schneller. Und bevor ich es vergesse, hier natürlich auch das Chassis selber. Jetzt ist der Strom natürlich weg, weil das Chassis hier runterfällt. Hier auch wieder unseren LED-Stripe, der auch unter die Batterie guckt. Und auch hier sind wieder jede Menge verschiedene Styles drauf. Kann man natürlich nur prüfen, wenn man jetzt irgendwie die Fonts ständig wechselt. Ja, ein sehr, sehr cooler Griff und vor allem ein Bombensound mit einem kleinen 24 mm Speaker. Und ansonsten, ja, wie gehabt, unser Cover, Profiboard, magnetisch, 6-polig hier, 18650er Akku. Einfach eine coole Installation, cooler Griff. So, ist jetzt ausgegangen. Ja, jedes Mal wieder eine Freude, immer wieder gern. In dem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dann.